Also mein Name ist Valentin, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Niederösterreich, aus Burgschleinitz. Und ich gehe jetzt in Stockerau, in die Fachschule für Sozialberufe, komme jetzt in die 3. Klasse. Und ich habe zwei Geschwister, eine ältere Schwester und einen kleineren Bruder. Und ich bin seit 2013 gehörlos. Also ich habe da mein Hörgerät bekommen, also mein Zieh. Und also ich erzähle jetzt meine Geschichte. Also es hat so angefangen, dass meine Mutter schon immer gewusst hat, okay, irgendwas ist mit mir, weil ich immer so laut war. Ich habe undeutlich gesprochen. Ich habe nicht gescheit Fahrrad fahren können. Fußball habe ich mich auch nicht traut. Und eines Tages haben wir mal Musik gehört gemeinsam und ich habe es zufällig an meinem linken Ohr. Und ich sage zu meiner Mama, ja, ich höre nichts. Und sie sagt so, okay, komisch. Und dann hat sie es probiert und sie hat was gehört. Und dann hat sie gewusst, okay, da ist was. Ja, am nächsten Tag sind wir dann nach Zwettl gefahren, ins Krankenhaus. Und da haben dann halt 3 Ärzte gesagt, nein, es passt alles, es ist organisch alles gut. Und meine Mama hat gesagt, nein, das stimmt irgendwas nicht. Und dann haben sie einen Spezialtest gemacht und dann sind sie halt draufgekommen, dass ich am linken Ohr fast nichts mehr höre. Also ich habe einen Hörverlust von 5% nur noch gehabt. Und dann haben sie uns weitergeschickt nach St. Pölten ins Krankenhaus und da hat dann meine Mama mit dem Arzt gesprochen und dann hat er auch gefragt, also meine Mama, ob ich wirklich ein CI bekomme und meine Mama hat gesagt, ja, weil das kann nur besser werden. Und dann wurde ich auch operiert im Juni 2013 und seitdem habe ich das und seitdem geht es mir wirklich perfekt und ich bin einfach glücklich mit dem Ziel, weil ich einfach viel mehr Spaß habe, wieder alles hören kann und einfach das Leben genießen kann. Und jetzt auch wirklich jeden wieder gut verstehen kann, weil wo ich das CI noch nicht gehabt habe, habe ich mir wirklich extrem schwer getan. Also ich habe nicht gewusst, von wo jetzt ein Auto kommt oder so. Und seitdem ist mein Leben einfach leichter geworden. Und von der Schule her tue ich mir jetzt auch viel, viel leichter, weil in der Volksschule, das war eher für mich keine gute Zeit, weil da wurde ich sehr viel gemobbt von den Lehrern und auch von den Schülern her, weil die Lehrer haben mir immer zu mir gesagt, ich kann das nicht, du kannst das einfach nicht. Und irgendwann hat sich das mein Gehirn, also mich, einfach dann dran gewöhnt. Dann war halt einfach mein Selbstbewusstsein im Keller, sage ich mal. Und halt die Lehrer haben mich dann auch als schwerstbehindert eingestuft, weil ich halt wirklich nicht gut sprechen konnte. Und von den Schülern wurde ich halt auch sehr viel gemobbt, weil die haben zu mir immer gesagt, ja, lern mal lesen, lern mal sprechen und hin und dran, also keine schönen Worte. Und meine Volksschullehrerin, die wollte mich eigentlich auch in die Sonderschule schicken, aber ich bin noch nicht irgendwie geistig oder körperlich irgendwie behindert. Und dann bin ich dann auch in Privatschule gegangen nach Mold und dann ist alles bergauf gegangen. Dann habe ich sprechen gelernt, lesen gelernt, Mathematik, alles aufgeholt in 5 Jahren. Und dann bin ich ins Poli gegangen nach Horn und jetzt bin ich, wie gesagt, in Stockerau. Und dann nach Stockerau will ich die SOB machen, die 3-jährige, und dann bin ich diplomierter Binnenbetreuer und Pflegeassistent und das ist aktuell mein Ziel. Ja. Ja, viel besser, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, rausgehe, höre ich, okay, jetzt kommt ein Auto von links oder von rechts und es kommt auch darauf an, wie laut es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt bin, ist halt ein bisschen blöd, weil es sind halt sehr viele Leute und sprechen auch viel. Und da muss ich auch viel mit Augen schauen, okay, kommt jetzt eh kein Auto oder irgendwas oder U-Bahn oder PIN. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin, höre ich eigentlich alles. Also ich bin mir immer sicher, okay, jetzt kommt ein Auto oder nicht. Aber es kommt auch wieder drauf an, so, ob die Einstellung auch passt. Wenn bei meinem CI jetzt wieder die Einstellung nicht passt, dann muss ich halt wieder mehr schauen. Und so, also ich traue mich auch wieder Fahrrad fahren, so, weil ich habe das Gleichgewicht einfach wieder. Und da fühle ich mich wieder sicher und das habe ich einmal ausprobiert, so ohne Ziel und mit Ziel Fahrrad fahren.
Und wo ich das Ziel nicht oben gehabt habe, habe ich extrem viel gewackelt, weil ich das Gleichgewicht einfach nicht gehabt habe. Und mit Ziel bin ich gefahren wie ein normaler Mensch. Also wo ich das Ziel noch nicht gehabt habe, habe ich eigentlich nicht so viel Musik gehört, beziehungsweise war ich, wie gesagt, ich war eigentlich eher schüchtern. Aber seitdem ich mit dem CI habe, höre ich eigentlich extrem viel Musik. So, also wenn ich auf Festeln bin, das ist dann halt schon ein bisschen anders. Also ich muss mir das erstmal dran gewöhnen, weil das CI nimmt doch da viel anders auf als mein rechtes Ohr, als mein gesundes Ohr. Und so, wenn ich jetzt auf einem Festel bin, da tue ich mir eher schwer, andere Leute zuzuhören, weil das Licht flackert doch und so, und dann kann ich nicht so gut Lippen lesen auch. Und da muss ich eher mit dem rechten Ohr arbeiten als mit dem linken, weil mit dem linken Ohr höre ich auch viel mehr den Bass, also dieses Wum, Wum, Wum. Und am rechten Ohr, also ich höre ich auch, aber nicht so arg. Und so, ich höre auch viel besser die Texte. Und ja, also ich tue die Musik viel besser wahrnehmen auch und auch genießen. Ja. Bei mir ist halt jetzt ein Spezialfall, weil eigentlich, wenn man taub ist, ist man eigentlich beidseitig. Bei mir war halt der Fall, dass ich nur einseitig taub bin. Und da hat man eigentlich zwei Welten, sage ich mal. Einmal die Welt so mit CI hören und einmal die Welt wie normale Menschen, sage ich mal. Im Unterricht zum Beispiel, wenn jetzt der Lehrer vor mir steht, höre ich eigentlich wie normal, sage ich mal. Aber wenn er zum Beispiel eher links geht, höre ich ihn eher wie so ein bisschen schwieriger. Eigentlich höre ich wie ein normaler Mensch, sage ich mal. Also ich so persönlich habe ich jetzt keinen Unterschied mehr. Also vor ein paar Jahren habe ich schon noch einen Unterschied gehabt. Aber jetzt, manchmal muss ich öfters da so greifen, ob ich eh noch das Ziel oben habe. Und man muss auch viel trainieren, das ist auch wichtig. So, ich habe auch lang trainiert, ich habe Therapie gemacht und auch viel so Apps von Medell benutzt, wo ich sprechen, also da, ich glaube Reddit Ad heißt die App, wo die das vorliest und ich lese es halt einfach nach, dass ich auch einfach auch deutlich sprechen kann. Was auch wichtig ist, einfach nicht aufgeben. Und halt einfach auch öfters einstellen fahren, auch dass es leider auch nervig ist. Aber einfach immer einstellen lassen. Und jetzt zum Beispiel, wie es bei mir jetzt in der Fall ist, auch in der Pubertät tut sich das Gehör auch sehr viel verändern. Da muss ich auch ab und zu jetzt manchmal nach St. Pölten oder nach Wien fahren und einstellen lassen. Aber dann höre ich wieder perfekt. Ja. Also, was mir einmal passiert ist, so eigentlich bin ich ja schon immer gewohnt, dass ich immer aufstehe, so mal frühstücke und dann das Ziel hochgebe. Aber wenn ich zum Beispiel Stress habe in der Früh und ich muss zum Zug, ist mir schon einmal passiert, dass ich das Ziel vergessen habe zu Hause. Aber sonst tue ich immer als Reflex, immer wenn ich aufstehe, nach dem Frühstücken gebe ich es hoch. Und dann muss ich mir erstmal dran gewöhnen, also mein Gehirn muss sich das wieder dran gewöhnen, das dauert ein paar Sekunden, dass ich das dann, okay, jetzt weiß es, also mein Hirn, okay, jetzt ist das andere Ohr wieder aktiv. Und so am Alltag spüre ich das halt wie gesagt nie. Und manchmal gebe ich es auch einfach runter als Pause auch, weil wie gesagt, mein Gehirn muss mehr arbeiten. Und manchmal gebe ich es einfach runter und dass ich einfach mal Ruhe habe und dann gebe ich es wieder hoch. Und wie gesagt, aber so vergessen ist eher selten. Das ist wirklich, außer ich habe wirklich Stress und da bemerke ich es einfach nicht und dann kann es passieren, dass man dann halt ohne Ziel in die Schule geht, so wie es mir einmal gegangen ist. So, wo ich den Tag gehabt habe ohne Ziel, das war extrem anstrengend, weil ich den Lehrer erstens nicht gehört habe und wenn ich das Ziel unten habe, rede ich automatisch lauter, dass ich mich auch selber höre. So, jetzt rede ich eher leiser und gemütlicher. Wenn ich jetzt runtergehen würde, würde ich eher lauter reden und auch eher auch undeutlich. Und da im Schultag, da hatte ich glaube ich auch lang Schule, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ich glaube so 7, 10 Stunden hatte ich da. Und das war halt schon sehr hardcore, weil da bekomme ich so vom Stoff her auch nicht viel mit. Weil wenn jetzt zum Beispiel jetzt neben mir jetzt wer laut ist,
höre ich einfach den Lehrer nicht. Und das ist halt schon ein großes Problem. So, jetzt will ich euch noch ein paar Tipps geben. Also, so was ich daraus gelernt habe, man soll sich einfach nicht schämen, wenn man ein Ziel hat. Das ist, sage ich, normal, weil viele Leute, die verstecken das oder tun Capes tragen oder so, aber ich trage das und bin eigentlich stolz drauf, dass ich sowas habe, weil ich bin einfach glücklich mit dem Ziel und ich bin auch wirklich so dankbar, dass Mattel auch sowas erschaffen hat, sowas und das auch die Mühe gegeben hat und noch immer die Mühe gibt. Und die Tipps, wie gesagt, einfach mit dem Leben. So, das ist bei dir so, es ist man muss sich schon dran gewöhnen, sowas. So am Anfang habe ich mir auch mal so mit dem zusammenbinden müssen, mit dem mal so aufbauen müssen, okay, was ist das so? Aber nach der Zeit einfach nicht schämen. Einfach, auch wenn dich viele Leute anschauen, einfach so nehmen, wie es so ist. So, viele Menschen haben keine Beine mehr und die sind auch zufrieden mit ihrem Leben. Einfach das Leben weiter genießen. Und wie gesagt, auch viel trainieren und auch viel reden. So viele Leute schauen mich auf der Straße an und ich weiß, okay, die mögen mich gerne ansprechen, aber dann möchten die das nicht, weil es eher unhöflich rüberkommt. Aber wir sind jetzt in so einer Zeit, wo man eher offen reden soll. So, es gibt immer mehr Menschen, die zum Beispiel taub werden oder so. Und da wäre es halt einfach auch wichtig, dass es so in der Schule so ein Fach geben würde, wo man so über Behinderungen redet, zum Beispiel Cochlea-Implantat oder bei Sehbehinderte. So, was machen die, wie wurde das erfunden, so wie geht's denen? Und ja, also einfach das Leben genießen und einfach nicht schüchtern sein, sondern einfach offen sein mit dem Reden und einfach glücklich sein mit dem. Wo ich noch Danke sagen möchte, ist bei meiner Mutter, weil meine Mutter, die hat so lange gekämpft und meine Mutter ist so eine, die gibt nicht auf, sondern sie macht so lang, bis ich das bekomme. Also zum Beispiel jetzt beim Erziehen, sondern sie gibt nicht auf. Sie tut immer nachrücken und meine Mutter ist auch jetzt beim Vorstand und da ist sie Hörberaterin und sie tut halt einfach Menschen unterstützen oder wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Familie ist und so unsicher ist, bringt das CI jetzt was oder nicht, dann können die halt bei meiner Mutter anrufen und da können sie halt einfach meine Mama fragen. Und wie gesagt, danke an meine Mama, dass sie nie aufgegeben hat und mir jetzt diesen großen Geschenk gegeben hat und ja.